Hi guys, I will show you today a little page I made with just one of my leftover paints I put on. I have quite a lot of these pieces, and that's this typical things I do when I just have a tiny bit of time, but I have the urge to create something. There's always 5 minutes, 5 minutes, of course, that's a lie, but I don't know how long this took me. Not really long. 20 minutes, I think, in total. So, not drying time. Of course, it's well, not winter time, but it's getting colder. Heating is on, so I can put this modeling paste, for example, on the heating. It dries quickly, so it really doesn't take that long. And started with stamping whatever you like, a bit of modeling paste through a stencil here, circles. Circles always work, don't they? So put contrasting colors on top. I like this pink, this fluorescent pink, love it, and a touch of fluorescent orange on top. And when that's dry, I put some white little reflections on top with white acrylic paint from out of a needle bottle. But first I stamp a bit, just some words I had laying around here and there. And then I have a little flower I stamp on top of the circles. So just what came to my mind, and these are the reflection here on my circles with this needle bottle, that's acrylic paint in there. So hallo ihr Lieben, ich werde euch heute ein ganz schnelles Projekt zeigen, und zwar einfach nur, wenn man wirklich keine Zeit hat oder nur ein paar Minuten und trotzdem was machen möchte. Man hat das ja manchmal, man muss das einfach rauskriegen, und wie gesagt, das Ding hier, es hat mich vielleicht 20 Minuten Zeit gekostet, selbst mit dem Trocknen von der Modellierpaste. Das ist jetzt, Heizungen sind an, das lege ich dann auf die Heizung, das dauert nicht lange, bis das trocken ist, wenn man es nicht zu dick drauf macht. Und das sind so ganz einfache Schritte. Ich hatte dann den Hintergrund rumliegen. Das ist mal so übrig gebliebene Farbe, die ich auf Papier bringe, was gerade so rumliegt. Und dann benutze ich das irgendwann. Und zwar habe ich erst ein bisschen gestempelt. Dann mit einer Schablone bin ich dann mit Modellierpaste durch. Eben die Kreise, weil Kreise gehen immer irgendwie. Und habe dann, nachdem das trocken war, mit meinen Lieblingsfarben drauf gearbeitet, schön im Kontrast mit dem Hintergrund, mit der Hintergrundfarbe. Dann wieder ein bisschen stempeln. Ich habe dann auch aus dieser Nadelflasche, da habe ich dann immer ein bisschen weißes und schwarzes Acryl in diesen Flaschen hier direkt neben mir stehen. Das benutze ich dann immer ganz gerne. Und dann wieder ein bisschen stempeln. Einfach geht einfach mit dem Flow. Wenn man erstmal drin ist, dann funktioniert das. Und bei diesen fluoreszierenden Farben finde ich es immer wichtig, finde ich es immer sehr schön, schwarz zu benutzen, weil das knallt dann richtig. Das gibt einen richtig schönen Kontrast. Da habe ich dann einfach so ein paar Blätter hier ausgestanzt. Gar nichts Besonderes. Die werde ich dann aber zusammenlegen wie eine Blume. I really like, with this colors in the background, the fluorescence color, I really like to use black because it has such a strong contrast, and it makes these colors in the background really glow. And these are that's leaf dyes, and I will arrange it like a flower. But first of all, I start to stamp on it. I have this grit stamp I will use, and just to have something on top. I thought I leave it like that, just black, but couldn't resist, stamp something on top. As I said, I will arrange it as a flower, and I will put it on a 3D stickers here and glue it down. Ich habe dann hier die schwarzen Blätter, wollte ich erst so lassen, aber dann konnte ich es dann doch nicht widerstehen und habe noch in weiß drauf gestempelt, einfach mit Acrylfarbe in weiß drauf gestempelt, und klebe das jetzt auf den Hintergrund, aber eben mit diesen 3D-Pads einfach ein bisschen mehr
mehr Tiefe noch drin zu haben, mehr Dimension. Und werde da auch nicht mehr ganz so viel machen, ist schon fast fertig. Ich wollte jetzt auf der Blume jetzt noch so ein Mittelteil haben. Irgendwie konnte ich mich aber nicht entschließen, irgendwas auszustanzen. Da habe ich einfach 3 verschiedene Kreise ausgestanzt in 3 verschiedenen Größen und die dann aufeinander geklebt, auch wieder mit 3D-Abstandshalter-Pads. Und das kann man mal ganz schnell machen. Die müssen gar nicht so rund sein, die Kreise. Das hat viel mehr Charme, wenn die so ein bisschen eirig sind, finde ich. You know, I wanted to have something in the middle of this flower, and I was a bit too lazy, or yeah, to cut something out with a die. So I just cut it out with the scissors from black cardstock, and it doesn't really need to be round, perfectly round, or a perfect circle. It just has a lot of charm, and it's dodgy or not, yeah, not perfect. So that's what I think. And I glue them on top of each other, again with the 3D pads here. And of course on top you can see that such a lot of dimension here. On top I put some gesso first because I wanted to do some of my fluorescence colors. So, and it will cover better. And a bit of white around the edges here of my 3 circles. And that's it actually. And I will show you the close-up soon. And as I said, it's so easy to do a quick thing. As I said, 20 minutes I think it took me. So, ich habe dann jetzt hier noch den Rand weiß gemacht. Und kommt jetzt nach oben noch ein bisschen von dem Pink drauf. Erst ein bisschen Gesso, weil ich es deckend haben wollte. Und das war's dann schon. Jetzt kommt schon das Close-Up. So guys, I say thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, stay healthy guys, be careful, but never forget, be creative. Bye bye, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich freuen wie Bolle. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Bitte passt auf euch auf und bleibt bitte gesund. Aber vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also, bis dann, macht's gut. Tschüssi.